Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Genshin Impact. Ich habe es irgendwie geschafft, mal wieder den Adventuring so weiter zu erhöhen, dass wir weiter mit der Story weitermachen können. Und deswegen bin ich hier schon auf dem Berg, weil wir da hoch müssen. Also, es fängt gleich schon wieder gut mit Klettern an. Inzwischen sind wir auch schon wieder ein paar Versionen weiter in der Zukunft. Also, ja, das Aufholen wird noch eine Weile dauern. Aber ich würde sagen, ab Version 4.0 werde ich anfangen, schon die aktuelle Story aufzunehmen. Ansonsten jetzt das hier noch ist jetzt wieder so ein Jahresevent, was jährlich wiederkommt, allerdings irgendwie doch halt, naja, ist das jährliche Sommerevent. Ist nicht dasselbe, aber ja. Es gibt ja auch das Neujahresevent, was jährlich kommt, allerdings immer anders ist. Deswegen, ich weiß nicht. Es gibt immer so diese Jahresevents, die schon Story bringen, was mich persönlich stört und dass man die dann nicht mehr erfahren kann. Aber bei dem bin ich mir jetzt halt nicht so sicher, ob ich das auch noch aufnehmen soll. Würde aber wahrscheinlich ja sagen. Und wir sind oben. Look up there! That's the Jade Chamber! Ja. Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir da hoch, Paimon? Irgendwelche Ideen? Du kannst ja fliegen, also... Kannst du mich hochtragen? This is bad. Paimon's supposed to be your guide, but Paimon doesn't know where the way up to the Jade Chamber is. Wir hätten vielleicht Ganyu fragen sollen. Ja. Well, since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do. Let's look around. There has to be a way up there nearby. Nee, ich hoffe mal, du hast recht, Paimon. So, also da oben scheint irgendwas zu sein. Gibt natürlich schön Animo Traveler und... Wo ist denn hier ein Geoculus? Oh, in der Richtung, naja. Aber das sieht mir doch sehr wichtig aus. Dieses Windrädchen. Hey, look! There's some sort of mechanism thingy. Ja. Since this is the right place, it must have something to do with the Jade Chamber. Vielleicht ist es der Pfad zum Jadegemach. Yes, this must be the way. Ich meine, es sieht mehr aus wie eine Korok-Vorrichtung aus Zelda, aber... Ja, ich nutze einfach mal Animo. Ah, Tatsache. Gut, dass Traveler gerade auf Animo gestimmt ist. Da der einzige Charakter ist, der Animo ist, den ich It only habe. takes us up to here. Aw, if Naja. that wind current was stronger, we'd be able to reach the top in one go. Vielleicht sollten wir einen Lieber mal nachfragen. Ich sollte ja eigentlich kein Geheimnis sein, wie man da hochkommt, aber... Oh, Paimon gets it. If it was a secret, Ganyu wouldn't have let us try to find it ourselves, right? All right, let's follow your plan. Then we can... Ja. Oh, hang on a moment. Look down there. Was ist denn da? Was Looks ist denn like da? we've gotten close to the Guizhong Ballista. Ja. Paimon has a new idea. Wir werden uns damit nicht Why hochschießen. don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista? Nein, danke, Paimon. Also, ich würde schon gerne noch ein bisschen leben. Sterben habe ich noch nicht so wirklich Lust drauf. Oh, right. This method does seem a bit unsafe. Ich weiß noch, dass man mit dem Guizhong Geschütz weit sehen kann. Ja, das hat ja irgendwie ein Zielveränderung, auch wenn es keins hat, aber vielleicht finden wir damit ja irgendwas. Now that you mention it, we could use the Guizhong Ballista to see if there's another way up nearby. Aber erst hier diese hübsche Truhe mitnehmen. Is this an answer from this world? Wow, da war ja gar nichts drin. Wohin jetzt? Gerade. In die Richtung. Dann renne ich da einfach mal wieder rüber und ja, Traveler ist bei mir beinahe tot.
Ich weiß. Muss aufpassen, aber habe jetzt nicht vor, in nächster Zeit Kämpfe zu machen, deswegen... Das war dämlich. Das war einfach nur dämlich. Gut, dass es so eine Tricks gibt. Voll Damage Cancel per Plunge Attack. Und da ist ja die Lilith. Mal sehen, vielleicht haben die ja auch irgendwas zu sagen für uns. Aua. Das tut weh. Habt ihr irgendwelche Infos für mich? Halt! Ja. Who trespasses on these hallowed grounds? Wie jetzt heiliger Boot? Das ist doch nur ein paar Berge. Exactly. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? True. No. Wait. Maybe this was Ningguang's plan all along. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a Millilith ambush here to arrest us. Vielleicht sollten wir das auch mit der Einladung erstmal erklären. Now Paimon's mad. You, over there. This is a trick, isn't it? How shameless. Paimon. What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Well, here they come. Line them up and knock them down. Paimon, du wolltest ja auch nichts erklären, also na gut. No escape. Oh, so sorry. Try not to. Das hat erstaunlich gut funktioniert gerade. Aber meinetwegen. Who goes there? Zweite Phase des Kampfes. With the wind! Kommt runter. Dodge this! So. Bleibt mir fern. Und ich würde echt gerne mal Free! langsam deutlich mehr Damage machen. Denn für Adventuring 28 Two arms! wirkt es immer noch ein bisschen niedrig. You're in for a little shock. So, und habe ich euch jetzt bald? Surrendering. So, jetzt kommt. Mach doch bitte einfach hin. Dodge this! Das dauert so ewig mit so geringen Angriffen. Ich bin nicht gewohnt, so lange Kämpfe zu haben. Dodge this! Haben wir's? Danke. Stop! What's all this about? Hallo? Lady Coaching, Catching. these two strange people suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhong ballista. Who are you calling strange? Wir haben nur nach einem Weg ins Jadegemach gesucht. Mehr ist das auch nicht. You want to go to the Jade Chamber? Who are you? We're invited guests here to look for the Liyue Qixing. Who are you? Well, as it happens, I am one of the Liyue Qixing. Oh, hi. Hi. I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. Das I heißt, know was? of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Yep. Didn't expect to meet you here in the mountains. Wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhong ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair, and yet it was fixed in a single night. I came here to investigate that occurrence. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So this was all a misunderstanding? Paimon never would have thought. Denken ist gar nicht so schwer, Paimon, ob du es glaubst oder nicht. Einfach mal erst denken, reden und dann kämpfen. Anyway, for a mortal to be able to repair an Adepti mechanism is quite the mystery, even to the Qixing. That was... Paimon macht es nicht schon komplizierter, als es ist.
Wir haben nur einen kleinen Teil der Arbeit gemacht, mehr nicht. Oh, right. So, Lady Yuhang, might you have any idea why Lady Tianquan invited us to go to the Jade Chamber? Just call me Kuching. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. Or at least, to not wholly side with the Adepti. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. When you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance, aren't you? Huh? Was? You are mortals, and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the gods or the Adepti. Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they would call for a council of Adepti rather than come down here directly. How surprisingly civilized of them. Ningguang würde doch lieber verhandeln, oder? Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But I doubt we can do that here. The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Keine Ahnung. Another super bold statement. I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, Traveler. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year. The cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. Favor? Paimon, darum geht es jetzt echt nicht. Wie kommen wir da überhaupt hoch? Ich muss erstmal wissen, wie wir da hochkommen. Wait, that's right. Greeting gifts are a staple of Liyue's culture. We need to get one. Not to curry favor or anything, just to respect Liyue's culture. Genau, das ist es. All right. You can decide on your greeting gift yourselves. Let me tell you how to get to the Jade Chamber first. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Find a guide at the Yuehai Pavilion, and... Well then. May we meet again, Traveler. Na, danke. Well, that Yuhang may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. Ich muss sagen, einige ihrer Ansichten teile ich ja schon irgendwie. So, what should we give to Ningguang when we see her? Paimon, ich bin überrascht, dass du die Sache mit so einem Geschenk ganz schön ernst nimmst. Also, jetzt ernsthaft. Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night. Sugar-frosted slime! Wett. Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. Why Slime. don't we go with that for a gift? Hast du ein Rezept dafür? Nope. But Paimon's sure that we just need to make it with some boom shakalaka. Boom Let's go gather Shakalaka. ingredients. Time waits for no one, and neither will our riches. Irgendwie habe ich das schon mal gehört, oder? Na super, dann gehen wir mal darüber. In der Hoffnung, dass wir irgendwas Interessantes rauskriegen. So. Oh, Treasure. Wenn ich hier schon bei einer Statue der 7 bin. Einmal bitte. Danke. What's the hurry?
So, also, was brauchen wir hier jetzt? Ich habe absolut keine Ahnung, was wir jetzt brauchen. Warum wir überhaupt hier sind. Ja. Ups, da habe ich aus Versehen ein Foto gemacht. Stimmt, das habe ich ja noch auf Y. Kamera. Na, Schleimgelee oder was? Look at that slime. It looks crystal clear and very delicious. That's the one. Windblade! Ja. So, also. Leckere Schleimabsonderung. Na, ob die wirklich so lecker sind und oh, da sehen wir den Geoculus. Was ist jetzt? Huh? Is it just Paimon? Or is there a sweet fragrance in the air? Huh? Did you hear that? Irgendwie hört sich an, als würde jemand um Hilfe It rufen. seemed like it came from those ruins over there. Hm. Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have locked someone inside. Na, großartig. There's no end to this. This moment Have will a be taste. frozen in time. Dodge this! Disappear. So. Let it rain. You're in for a little shock. Diese Kämpfe sind natürlich immer wieder recht angenehm, aber sie dauern schon ewig so auf dem geringen Level. So eine Kleinigkeit, die mich ein bisschen nervt. Also, ja. Und es ist immer noch einer da. Oh, hi. Komm her, du. Komm her, du. Ach, komm. Die Kämpfe dauern zu ewig. Okay, ins Wasser mit ihm. Danke für den Käfigschlüssel. Meng dann. Bitte komm mal da raus. Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders. When their mood was good, they'd rearrange those pots of sweet flowers. When they were in a bad mood, they'd rearrange my face. Na, super. It was nothing. No need to thank us all at once or anything. I understand. Don't worry. I will compensate you both. Also ja, nee, das brauchst du wirklich nicht, ganz ehrlich. Don't Das say war das that. Richtige zu tun. I only escaped this predicament because of you. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing jewelry in Liyue Harbor. I often walk around these mountains in search of antiques. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it, they'd caught and imprisoned me. Is there anything that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Well, as long as you want what I have to offer, of course. Mir reicht ein guter Wille, wenn ich ehrlich bin. Also mehr brauche ich da wirklich nicht von dir. Aber danke. Wait a moment. Actually, we are looking for something. Paimon. Oh? And what might that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the 7 nations. Now just give me a moment and I'll let the boss know. You can go see her whenever you require that box. Great! Paimon's sugar-frosted slime now comes in a beautiful package. Na toll. Jetzt soll man wieder in die Stadt gehen. Das ist aber auch immer nur ein Hin und Her, Hin und Her, Hin und Her. Die Aufgaben sind halt wirklich nicht spannend. Die Story dahinter ist dann wahrscheinlich schon eher das, was wir verfolgen. Apropos verfolgen. Vielleicht sollte ich das mal aktivieren, dass mir der Weg gezeigt wird. What's the hurry? Ah, hier der Laden. Hey there! A guy called Meng Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store. Uncle Meng already told me about it.
Thank you both for saving him. Many of the best goods in our store were found by Uncle Meng. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. It's already been cleaned. Will it do? Na, alles klar. Yep. It's great. Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Sure, please help yourselves, as long as it's on our shelves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. Nein, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. The one and Ja, only Mann. sugar-frosted slime. Carefully now. Into the box it goes and dust it over with a bit more powdered sugar. Oh, yes. You might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations, too. Woohoo! It looks beautiful. Okay, es sieht jetzt gar nicht mal so schlimm aus. Irgendwie fühle ich mich aber auch ein bisschen schuldig. Great. Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. Und damit hätten wir wieder ein neues Achievement. Und nee, mit den Charakteren hier werde ich da nicht so abkürzen können, so wirklich. Ich versuche es trotzdem mal. Außerdem ist meine Ausdauer ein bisschen sehr gering. Ich bin das nicht gewohnt. Kaya, bitte. Bevor ihr fragt, was ich hier vorhabe, ich habe vor, ein bisschen abzukürzen. Ich glaube, das habe ich so hier schon mal gemacht, so. Ich weiß nicht, ob ich es auch auf dem Profil gemacht habe, aber ja, ich glaube schon. Hat ja irgendwie geklappt gerade. So, und da sollen wir hin, zu der Steinplattform, die da schwebt. Naja, mal sehen, was da ist. Wegweiser zum Jadegemach. According to Kuching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Also, Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? yep. Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuhang. What's going on here? I have no idea. Ich weiß es echt nicht, Junge. Ich meine, der Yuhang hat mir den Code gegeben. Kuching hat mir den Code gegeben, also so viel dazu. Oh, hallo. I've been waiting for you, returnee from Joyun Karst. It's Ningguang. Lady Since Ningguang. this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Schon ein bisschen. Oh no, it's nothing. Also, ich muss schon sagen, ich bin zum ersten Mal so weit oben im Himmel. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Also, die hat ja wirklich Ehrgeiz, die Chuangshen. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait, was Vergoldet one of your people? Just Vergoldet?
No. Everyone at Wangshu Inn is one of ours. Oh, okay. Paimon! Wir haben auch den Yuing vor kurzem getroffen. Ja, Ketching, stimmt. At the Guizhang Ballista, yes? Da haben wir Ketching getroffen. You weren't beaming Müsste es at nicht us stehen from the die skies Yuing? the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Naja, Ketching meinte, dass die Chi-Ching Rex Labs nichts Schlechtes wünscht, also... Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. Okay. Unter anderem. Gehen wir jetzt hier an die Klippe. I believe that you've heard of the Archon War. Also, nicht so wirklich. Ich glaube, haben wir das schon mal irgendwo gehört? Also, so viel weiß ich nicht darüber, muss ich ehrlich sein. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. In the end, only 7 victors remained standing in Tevat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the 7. Oh. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Oh, damn. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the 7 will not collapse simply because of that. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? Okay, aber eine Frage ich noch. Warum versteckt ihr denn den Leichnam von Rex Lapis? That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there, you no doubt saw. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvio was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Who's this enemy you're talking about? Würde mich jetzt auch interessieren, wer genau? What do you think, traveler? Fatui vielleicht? Ja, also, er? What are you two talking about? Well answered. Was? Okay. The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete. So please, this way. Na, okay, ich komme mit. Dann gehen wir mal ins Jadegemach. Aber das erst im nächsten Part, Leute. Ja, nee. Die Zeit ist für heute schon wieder um. Das war's wirklich an Zeit, was wir haben. Also, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Im nächsten Part geht's ins Jadegemach rein. Und dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann ciao, bis zum nächsten Mal bei Genshin Impact. Ciao.